Hallo und willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 3 mit unserem Barden Tim Hardin. Ja, wir sind jetzt kurz vor den Toren von Baldur's Gate. Hier kann man es schon sehen. Na, das hier ist wahrscheinlich irgendwie so eine Vorfestung. Und hier hinten ist Baldur's Gate und wir sind jetzt hier in so einem Vorort Rivington. Haben uns schon hier umgehört. Hier gibt es Flüchtlinge, die im Übrigen nicht besonders gut angesehen werden, wie in der Realität. Man macht Leute verantwortlich, denen es eh schon schlecht geht. Nach unten tritt sich's immer am besten. Und hier ist Balsam. Das holen wir uns mal. Genau. Hier haben wir Gur gefunden. Das sind irgendwelche Monsterjäger, die Vampire jagen und hinter Cazador her sind. Genau. Cazador ist der Obervampir der Astarion. Astarion gemacht hat, sozusagen. Ja, aber wir gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Child's Drawing. Okay. Child's depiction of a happily sunlit scene. Aber ich fürchte, damit kann man jetzt nicht wirklich viel anfangen. Hm? Na, wir legen es natürlich wieder dahin, wo wir es herhaben. Wir werden es nicht irgendwie... Hallo? Das kann man hier nicht drauflegen, das ist ja schade. Na gut, dann nicht. Und Dagger, was haben wir noch? Ball Dagger. Eine Loot. Household Prayer. I'll give it a shot. Latanda to light, Saloon to guide, Kellenwald to judge and Passage provide. Schön, und hier haben wir ein Abandoned Locket. This locket opens on a picture of a little girl, bloated by tears. Marina. Nachdem wir hier niemanden finden können, dem es gehören könnte. Wir sind hier ganz knapp an der Grenze, ne? Wir sollten mal gucken, dass wir das eine oder andere eventuell wieder zu Karlach geben. Naja, das Meister nimmt ja sowieso Karlach entgegen, also egal. So, hier haben wir sonst nichts. Die Frage wäre, wie kommt man zu diesem Lager? Oder kommt man überhaupt hin? Aber wir gucken jetzt erstmal noch hier hinten vielleicht. Gibt's hier hinten noch was? So, hier waren wir zwar schon. Das sind diese neidischen, streitsüchtigen Typen. War ich hier schon? Ich meine nicht, ne? Ach, das ist Grunge. Ach, und das waren die, genau. Ja doch, dann war ich hier ja schon. Alles klar, hier war ich schon. Das sind die Tieflinge. Und hier hinten ging es dann auch nicht weiter. Okay. Ne, dann geht's hier nicht weiter. Alles klar. Dann kann ich nur... Dann kann man nur gucken, wie es hier aussieht.
Circus The Poster. circus of the last days has returned. See Dryads, Gin and Dribbles the Clown back with a new act. Toll. Super, in den Zirkus können wir also auch gehen. So, offensichtlich waren wir hier vorne auch noch nicht. Ach, guck mal, die machen ein Picknick. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Mhm. Can I help you? This is a private picnic. A private picnic. So, not an official one. Hier haben wir eine Mühle. Mhm. Okay, verschlossen, aber es ist nicht rot. Das heißt, ich könnte es einfach mal so aufmachen. 15. Sollte kein Thema sein. Handful of golden wheat. Gut. Ist nichts Ungewöhnliches in der Mühle. Hallo? Wieder komme ich nicht hin. Ist hier doch kein Mist. Nö. Gut, dann gehen wir mal runter. 150 XP. No thing. Okay, Essen. Verdorbenes Essen. Wasser. Brauche ich im Moment nicht, habe ich noch. Nope. Eine kleine Stuffed Owlbear Toy. Nothing. Wasser. Verdorbener Kram. Camp Supplies, das andere ist verdorben. Nichts. Und hier liegt ein Mindflayer. Schlafend. Oder bewusstlos. Gut. Ja. Man kann ihn ansprechen, theoretisch. Wir sprechen ihn mal an. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn, unattended. How fortunate. Der hat Hosen an, das heißt, das war wahrscheinlich ein Mensch oder so, der zum Mindflayer geworden ist, ne? It doesn't feel very fortunate. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak,
Vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Harvesting? Kill it. Absorb its power. Just like you did before. Nee. Hat uns ja nichts getan, so sind wir nicht drauf. Wake the Newborn Mindflayer. Vielleicht kann man was aus ihm rauskriegen. Come no closer, you. You. What are you? What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel yet to transform. Help me. I am so hungry. Aha. Wie Gail sagen würde, wahrscheinlich on a more cerebral diet. Was it you I heard screaming when I entered the windmill? My vessel. He fought the transformation. He found it excoriating. I can still taste his terror. It is delicious, but will not sustain me. We Okay. need to feed. We need a brain fresh and frantic to restore our strength. Klingt nicht sehr gut. Ne, ich würde den jetzt eigentlich nicht gerne hier rumlaufen lassen, oder? I'm not going to bring you food. Very well, kin. I shall dine on you. Die trying. Ja, ich glaube nicht, dass er eine wesentliche Chance hat. Da brauche ich meiner Meinung nach nicht mal irgendwie sowas wie Rage. Unleash me. Okay. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Das heißt Mindflayer Brain. One turn. Consume. Genau, dachte ich mir. Gibt einem Elitiden Powers. Ring of Truthfulness, Ring of Veracity. You gain advantage on inside checks. Absolute Orders. True Soul Alien. Your time has come. The Absolute calls to all faithful, and you have been faithful indeed. Leave your barracks, leave your armor, leave all insignia of rank behind. You are part of the Flaming Fist no longer. You have been a loyal, true soul, but soon you will be so much more. You will be one of us. Okay. Windmill Key. Onyx. Das kann man eigentlich mal lassen. Hier sieht es, glaube ich... Ui, wir brauchen gar nicht mehr so rasend viel, um aufzusteigen. Ach nee, das habe ich auch alles schon. Okay. Final warning. This is a notice demanding that the miller pay off his debt.
lässt his creditors oust him and claim the will for themselves. Gut. Wenn du meinst. So, und hoch geht's hier aber nirgendwo, ne? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Sonst ist hier nichts. Mhm. Ah, schau da. Crystalline Lens, okay. So. Let me have a little peace and quiet, won't you? Okay. Jennifer Antilles. Ich hätte jetzt vermutet, dass es eine Frau ist, aber okay. Gut, dann nicht. Aber sonst ist hier ja nichts, ne? Hier waren wir schon. Genau, hier sind die Typen, oder? War ich da schon? Hab ich mit dem schon geredet? Quite a spot, eh? Knocks the breath out of me to get up here. But the views are worth it. Mhm. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Mhm. Sie hat auch die Möglichkeit Charm, Concentrated Blast, Psionic Overload. Stage Fright, was wäre das dann? Perilous Stakes. Charm. Machen wir das einfach mal. Nee, wird noch nicht offen. Wer weiß, wann die dazu kommen. Egal. Okay. This stained tome records a long and arduous journey. I hoofed it to Baldur's Gate based on the God-stamped promise. They welcome you with open arms, my cousin said. Everyone has a home in the gate. 17 days I marched. 17 days of their whining toddlers and their piss reek. 17 days of howling wolves huddling around sickly fires, and still that stench. Of course they didn't let us through the city when we showed up. Shoved us into a camp teeming with snivellers and sneerers. Headed with them, their sob stories, the entire gall of their presence. I've got to be stuck outside the city. I make home in a chicken coop. Smells better than those shit-stained whelps, called my cousins at least. The rest of the text continues in a similarly aggrieved fashion. Okay. Er ist also nicht übermäßig, hat nicht übermäßig viel Spaß daran gehabt, nach Baldur's Gate zu kommen. Jo. Rogue's Morsel. Das ist ja auch wieder, oder? Ja, das ist auch wieder der Zirkus.
Perception? Wo was? Ach ja. Was hast du denn jetzt perzeptioniert? Moment. Schlüssel? Da. Interessant. Okay. Ist das vielleicht der Schlüssel für die Tür? Scheint so. Mhm. Moment. Oh, das ist verboten, das zu nehmen. Okay. Ich hoffe, er wundert sich nicht, von wo wir kommen. New face. Something to send? Don't be shy. Okay, da reden wir natürlich mit ihm. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Delivery not guaranteed? Okay. Wait, delivery not guaranteed? Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Any idea where the birds went missing? Not the foggiest. Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. I could find the pigeons for you. My fees are very reasonable. Well, if it's not too much trouble, I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me, unopened, of course, and there's some gold in it for you. Na, Deal. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Gortash Coronation Poster. Elevate to Archduke. Archduke ist eigentlich der Ravengold, ne? Named Archduke. Time to pay Worm's Rock a visit. Ich weiß ja nicht. Darf ich das lesen? Ja. Pigeon Acquisition Request. Bloom Ridge Park. Posthouse Apologies Missives. Knit Frigglebottom. Carrion Vantherpool. Baldur's Mouth Gazette. Outer Citizen Circulation. No Chase Up Estra for Promised Personal Interview D. Frontline War Report. Duke Ravengard. Component Pouches. Sorcerer's Sundries. Refugees Letters. Rector Janus. Open Hand Temple. Urgent Report for Duke Ravengard. Prior. Ja, das mag er nicht, wenn wir das lesen. Okay. Das hier sieht ja auch so ein bisschen aus wie Federn und irgendwie... Vielleicht sind hier die Pigeons. Da haben wir schon welche. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Okay. Aber Karlach hat hier ein Händchen mit Tieren. Name and rank. Quickly now. There's a war on. Spielen wir mit. Lieutenant Karlach, reporting for duty. At ease. At ease. I am Commander Lightfeather.
leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianza. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Er klingt wie ein Captain oder ein Colonel oder sowas ähnliches der britischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg. So stellt man sich die ungefähr vor. I hear some of your officers have gone missing recently. What happened to them? Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Okay. Also westlich von hier ein Gebäude weiter, meint er. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give you your briefing. Okay. A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. Alles sehr selbstbewusst, wenn ich das mal sagen darf. Okay. Oh, hier gibt's noch einiges zu lesen. Greetings, I'm an experienced forge assistant currently stuck in Rivington, but I expect to get into the city soon. When I do, I hope you'll grant me an interview at your famous foundry, because I'm going to need work and I'm really very good at hammering and, tonguing. Anyway, don't forget me. I'll be coming around shortly so you can see if you want to hire me. Henry Tongs Baxter. To the Honorable Lord Haverford Gist. Your reputation as a charitable nobleman is renowned far beyond the walls of Baldur's Gate. Those walls that would preserve my family from the rage of the Absolute Cult, could we but gain admittance. However, the Flaming Fist and the Southspan of Worm's Crossing are adamant in their refusal to let us in. I beg you to please use your influence to send a message to them allowing our passage. We would owe you our undying gratitude, and if you were in need of an experienced scribe, I would be willing to work for only the most nominal wages. Scribe Gallagher Brim in Rivington. Form H. Refusal of admittance. Petitioner name here. The Flaming Fist Company regrets to inform you that your request to enter Baldur's Gate has been denied. This is due to check all that applies. Evasive answers to routine questions, suspected cult affiliation, lack of visible means of support. Denied petitioners may reapply after a 10-day, but too frequent reapplication is considered harassment and subject to penalty. Okay, sie haben also inzwischen schon Formulare gedruckt, wo man nur noch ankreuzen muss, weswegen jemand nicht reinkommt. To Lily Chessman, Provost Academy. Dear Lily, Dadis and I can't believe your luck in getting you admitted to Provost as a boarding student just before this refugee crisis sealed the city gates. It cost 2 arms and a leg, but if it keeps you inside the gate walls until the danger is past, it's worth whatever we had to pay. Now, don't worry about your parents. We're safe enough in Rivington as long as the Steelwatch is here to protect us. And whatever happens, whatever you hear, don't take it into your head to leave the city. Knowing that you're safe in the academy is what keeps us going every day. And we'll get through this. You know we will. Helm bless and keep you, Lily. Mamas. Okay. Gut. So, Gebäude nach Westen. Also sagt er, das nächste Gebäude nach Westen wäre das, wo die verschwunden sind. Okay, und das Gebäude nach Westen ist dieses... Das hier ist das Symbol von Ilmata. This does not bode well.
Post House Pigeon Poster. Are you a kindly bird breeder with a love of letters, or perhaps you live near a park of easily snatchable pigeons? Either way, we at Sword Coast Couriers to send and to serve are offering double price for any half-able pigeon you can find. Contact Postmaster Arkwright for more information. Note, pigeons preferred, but canaries, finches, parrots or any other household birds are also accepted. Athletic chickens are negotiable. Circus, our protector Lord Gortash. Okay. Was is the area under investigation? Crime scene not open to public by order of the Flaming Fist. Okay. I need a quick word. Don't wander around Rivington alone, all right? My husband did and got mugged and beaten for his trouble. Mm-hmm. Can I help you? Oh, bloody ribs. Sorry, mate. Had a run-in with a mugger. If you need something, ask the missus. Okay. Das sind alles Tieflinge. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people. Holy people. Ja, depending on the church. Aber ich glaube, es war die Rede von einem Tempel von Ilmata und das ist, glaube ich, auch das Symbol von ihm. Black. Temple worship suspended until further notice. The faithful endure. Okay, open hand. Gorta's Netherstone. We discover that Gortas is in Wilmrock Fortress, where he will be sworn in as Archduke of Baldur's Gate. We need to make our way there. Inmitten der Wache zu ihm? Ich weiß nicht, aber gut. Beware the sign of the featherless wings. So, west of the post house. Have the spirit of the amulet. Ach, richtig. We should look for the spirit's granddaughter, Shira Clawen. Wenn ich das noch... Das ist es, eine Sentient Amulet. Okay, also hier ist irgendwo der Geist der Frau, die mit diesem Typen zu tun hatte, der so ein bisschen durchgeknallt war. Na, wir werden schon irgendwie hier reinkommen. The crying one weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. Ach, das ist die Crime Scene, deswegen. Mhm. What happened? I don't want to talk. My heart is in mourning. Very helpful. We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelmane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? I heard your priest died. My condolences. Thank you, stranger. Father Lorgan's passing has saddened us all. Passing? He was murdered by one of the fugitives he was harboring. Bill, I beg you, be quiet.
Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Sounds like your god would be proud of Father Lorgan. Thank you, stranger. I take some solace knowing that he died in Ilmater's service. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Enough, Bill. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Walk well. Okay, der Typ hier ist offensichtlich ein typisches Vorurteil, was sie hier haben, von wegen die Refugees werden irgendwie letzten Endes von den Absolute, dabei kennen wir ja welche von den Refugees, die ganzen Tieflinge, die vor denen geflohen sind, und natürlich sind die Flüchtlinge schuld daran, dass der ermordet wurde, ist ganz klar, da muss man nicht lange nachforschen. Valeria. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Aha. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Ich denke, in dem Fall ist es okay. Don't apologize sounded like a load of bollocks anyway. I wouldn't go that far. But the investigator is being particularly challenging right now. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. What makes Brilgor politically convenient? Brilgor Wahrscheinlich was ist es, ja genau, Refugee. No one sticks up for them at the best of times, and with Gortash in power, well, I expect the Flaming Fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Als Barde, antworten wir mal als Barde. No murder story I've ever read has ended simply. I bet there's more afoot here. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Ja, er scheint ja sowieso schon längst vorgefasste Meinung zu haben, ne? Where can I find the investigator? Chares's caress would be my best bet. Ah ja. That's her usual haunt after closing a case. Da scheinen sich ja irgendwie alle zu treffen. Wir sollen uns mit Foster treffen, dieser Erfuhr oder wie der heißt, der mit den Spielzeugen rumgetempert hat, der soll da sein. Der jetzt hier auch, der Investigator, interessant. Any idea what I should be looking for? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Und dann natürlich noch, can you tell me where to find Shira Clawen? I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Sure. Best bet going. I really hope you find something. For all our sakes. Okay. Okay, wir haben jetzt schon wieder 1130. Gale ist relativ nah dran. Noch näher. Karlach ist ganz nah dran. Gut. Das hier ist wahrscheinlich alles Order of Ilmater Service. Okay. Unten im Keller sollen wir in der Crypt diese Frau finden.
I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. I'm investigating Logan's murder. What do you know? I know it's not fair. This was the best job I ever had. Logan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. Ja, den Eindruck habe ich auch. So you don't think Brugger killed him? No. Rilgor was a nice bloke. He came a couple of times for soup. Potato chowder was his favorite. Didn't seem the murderous type. But what do I know? Okay. Can you think of anyone who want to kill Logan? Some folk didn't like how he looked after the refugees. But I don't think they'd kill him for it. At least, I hope they wouldn't. That's a scary thought. Hallo? Ich wollte dich noch nach den Leichen fragen. Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Blood, too. Okay. Ja, also würde ich aber auch mal zunächst vermuten, ne, dass der umgebracht wurde, weil er sich um die Refugees kümmert und die sind ja hier nicht sonderlich gut gelitten. Ja, das Blut führt nach unten. Unten ist wahrscheinlich auch irgendwie die Krypta. Come on, let's go. Ein Ei. Biscuit. Okay, alles Camp Supplies. Nein, falsch. Soldier? Mhm. Okay. Zwiebeln. Wasser. Gut, ne, hier ist jetzt nichts Weltbewegendes. Gut. Okay, hier geht's weiter. Hier sind auch Blutspuren nebenbei bemerkt. Okay, hier gehen die Blutspuren weiter. Also hier ist wahrscheinlich... Ah ja, hier ist wahrscheinlich der Altar, wo er angeblich rituell ermordet wurde. Tja, auch relativ brüchig das Mauerwerk. On the Very, Volume 1, Father Logan. Okay, a collection of Father Logan's writings on despondency. Perhaps the hardest suffering to ail is that which dulls but does not pang. Weariness sits deep within what soul, but it casts its miring net across the surface, dampening all errant thoughts and feelings in its wake. Malaise of this sort can rot the heart, if left to fester, but must be extricated carefully. Above all else, the very soul knows itself better than you can. Do not condescend, do not assume, do not impose. Simply avail yourself as a tool to the very. Let them know you can be used however they might need. Rites for the passing. A book of ill-material death rites. This page on the turning is particularly dog-eared.
There will come many a time, O worshipful tormented, that you will have to comfort the faithless unfortunate as they pass from this life to the next. Or perhaps even more distastefully, you may be faced with the dying acolyte of a wretched god, keen to shirk the blasted afterlife awaiting them. The Lord on the rack grants us a great many powers, but altering the moral velocity of a soul is one we cannot shift on the deathbed. If one has lived a life of sin, their soul is bound for a sinful place, no matter of their final protestations. However, it would do much more harm than good to tell them this. Ilmater does not forbid the speaking of untruth, no matter how polite society deems the act. If it would spare the dying wretch some suffering as they pass, tell them that the weeping god awaits them with its balming embrace. Make them believe. Whatever torment their soul bears in the realms beyond, it remembers not their body, so spare them at last this final passing moment from hardship. Okay, incense. Meergras. Wasser. Hier ist auch Blut. Musikinstrumente. Plea of Rest. An hastily scrawled and slightly damp plea of rest, requesting to be freed of Ilmater service for the duration of a 10-day as the writer mourns Father Logan. Sheet music. An elegiac fugue in the key of D minor, entitled Ode to the Oppressed. Interessant. So, von da kam ich. Oh, Autumn Crocus. Gehen wir erstmal hier rein, ha? Sieht auch nicht so aus. Ah ja. Display case trapped. Hui. Miracles of the Outer City. A record of alleged miraculous phenomena in the outskirts of Baldur's Gate attributed to Ilmater. Customer of Gildro Anglarian reckons he healed up mighty quick from painful forge burn. Asked if Ilmater had something to do with the irksome talkative gent outside Carmen's powerful agent of suffering. Soup still showing up at refuge camp even after temple closed kitchen. Curious. Man's hands tied together in horse reins claimed he's a holy symbol. Manip Nestor reports feeling close to his duty since relocation to refuge camp. Manip Nestor ist der Typ, der die Donations verwaltet. Okay. Oh, healing potions. Nein! Or in toys with us where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. Don't be shy. Ich wollte hier hinklicken. Okay. Das ist trapped. $20 ist gar nicht so wenig.
Okay, abgeschlossen ist es auch noch. Elixir of Cloud Giant Strength. Increased Strength to 27. Das ist nicht schlecht. The Would-Be Saint. The book tells the story of a Patria woman who gave up her fortune to become a cleric of Ilmater in service of in the outer city and now seeks to canonized after her death. Herein is the full of true account of my bid to be canonized after my death as Saint Bridget of Ilmater, the broken god, he of compassion and mercy, the one who endures. I lived the blessed life of every privilege a Patria woman can fathom. My parents were loving and generous, my community warm. Our larder was always full of bursting, but in the years after the death of Sarevok, also Sarevok ist irgendwie der Bruder von dem Baalspawn, um den es also den Helden sozusagen, um den es in Baldur's Gate 1 geht. Also Sarevok war sein Bruder, aber sein Hauptgegenspieler, soweit ich mich erinnere. But in the years after the death of Sarevok, my eyes were opened to the world as it is, a world of pain and danger, a world where evil, if left unchecked, can thrive. I realized that my blessings had a cost. Why had I so much where others had so little? I could no longer remain in the childhood Elysium of the upper city and sought to see the world as it truly was. Gute Einsicht. Scroll of Arcane Log. Bundle of Incense. Scroll of Dominate Person, Teachings of Ilmater. Okay. So. Jetzt sieht das ja hier irgendwie so aus, als ging es hier weiter. Aber das sieht eher so aus, als wäre das, ja. Also wir suchen lieber erstmal nach dieser Krypta, um mit dieser Tante zu reden. Und gucken uns das hier später an. Ist das hier vielleicht? Ah ja, genau, hier ist die Krypta. Shira Clarwin, where are you? Wir machen erstmal ein bisschen Licht. Yeah? Here lies Satida Atana, born 1411 DR, died 1485 DR. Here lies Reloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Here lies Sister Shira Clarwin, date of birth unknown, died 1491 DR. Okay. There she is. Let's get this reunion going. Ja. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Ja, das ist dieser durchgeknallte Mönch. Thou might be, alas. Na? Will ich nicht mit dem reden? And yet, was? Das ist sie, Shira Clarwin. Honored Shira,
Her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? No. Der ist echt völlig durchgeknallt. Der ist jetzt also in den toten Körper seiner Schwester, war doch seine Schwester, ne, gefahren. Und jetzt will er, dass irgendjemand seinen Fluch übernimmt. Ja. Und natürlich Karlach, die weiß darüber ja nichts. Ponder, what you know of the monk's infliction. 15, oh Gott. No. Wozu hat man? No. Warum nicht? Wir verbrauchen die jetzt einfach mal. Zack, auch nicht. Und noch eine. Irgendwann werden wir ja wohl mal was würfeln, was taugt. Das reicht nicht ganz. Und die letzte verbrauchen wir auch noch. Auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Es ist einfach Mist, dass man in diesem Spiel nicht wechseln kann. Ich will aber, dass nicht sie, sondern zum Beispiel Gale. Wie wär's denn, wenn Gale sich da einmischt? Ne? Das wäre doch super. Der weiß das nämlich. Der kann jetzt nicht. Na gut, dann halt nicht. Okay, gods no, I don't want to inherit your curse. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. Ah ja, okay. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal fixen. Diesen so alten Fehler, der so offensichtlich ist und so Mist, dass man hier nämlich nicht wechseln kann im Dialog. Dass man nicht sagen kann, okay, Karlach spricht jetzt, ich will aber, dass Gale mit ihm spricht. Naja. Gut. Die sind 92, 84. Das sind jetzt keine normalen Zombies, sozusagen. Aber es sind natürlich, also vom Typ her Zombies. Und sie wahrscheinlich auch, oder? Jo. Gut. Ich habe so viele Rages. Why not? Wow. Hörst du auf? Okay. Stellen wir uns mal vor Gale. Flourish.
Gut, sie könnte das jetzt natürlich relativ leicht gewissermaßen beenden. Ach ja, Poison lohnt sich natürlich nicht. Untote sind quasi immer immun gegen Poison. Aber wir haben alle was abgekriegt. Wir machen einfach mehr so ein kleines Heilerchen. Das können wir so oder so gebrauchen. So, gegen Untote ist Bone Chill normal nicht schlecht. 4? Die sind wahrscheinlich resistant gegen Necrotic, hm? Nee, ich habe nur Scheiße gewürfelt. 2d8 sind 4. Alles klar. Okay, mache ich mal. Was soll's. Okay. Nee, nein. Lacerate, das sind die mit Sicherheit wieder immun gegen. Critical Miss, na gut. Naja, bisschen besser. Ich mach Shield. Das lohnt sich nicht. Hallo? Was mit Karlach? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, wieso bietet er mir keine Attacke an? Gut. Das wird er wohl kaum schaffen. Na komm, wir machen mal das. Gibt vielleicht ein bisschen mehr Schaden. 20. Mit anderen Worten, wir haben wieder einen Hitpoint. Slam, ja gut, dann mach halt. Shield Blow. Ist das so? Heal on themselves. Wow. Heal ist jetzt nicht wenig. Das lassen wir ihm mal nicht durchgehen. Er hat es aber trotzdem geschafft, der Sack. Na gut.
So, jetzt machen wir es mal richtig rum. Na, so weit will ich aber nicht gehen. Na egal. So, jetzt machen wir das nämlich so. Erst wegschieben und dann mit dem Bogen schießen, der mehr Schaden macht. Das wäre nämlich vorhin schon ein paar Mal das Klügere gewesen. Und weil sie so klug war, darf sie jetzt auch aufsteigen. Ah, der ist ja immer noch da. Ja. No. Morning Lord, I call to thee, lend your forbearance. No, Er wird viel Spaß haben im Afterlife, sage ich mal. A good night's sleep would do me wonders. Torturous fate by any measure. Gut. Wir gucken mal, ob die was bei sich haben. Wahrscheinlich nicht viel. Oh doch. Oho. Globe of Invulnerability. Okay. Spannend, dass sie das jetzt bei sich haben und vorhin, als ich nachgeguckt habe, nicht. Achso. Scroll of Sea Invisibility, Gale. Jo. Jetzt steigen wir noch kurz auf mit ihr. Und dann machen wir Schluss. Level 10. Baba. Animal Aspect. Adopt another mighty beast. Carrying capacity is doubled. Why not? You add additional strength modifier to attack rolls against bleeding. Against? Bleeding. Mhm. Oh. If you're poisoned, frightened or charmed, at the start of your turn you have a 50% chance to being raging without expending a rage charge. Das ist gar nicht schlecht. Extra Movement Speed ist auch nicht schlecht. Ist ja auch witzig, ne? Throwing Camp Supplies blinds Targets. Also das ist aber schon was, was mich ein bisschen so anmacht, weil die Carrying Capacity ist ja immer so eine Sache, da kann man mehr Zeug mit sich rumschleppen, aber naja, aber dann glaube ich, muss ich bei ihr überhaupt nicht mehr gucken, ne? Also ich nehme das mal. Weiß nicht, ob man noch einen dritten irgendwann kriegen kann, aber so, jetzt ist sie nämlich dann auch hier, ne? Jetzt kann sie tragen ohne Ende. Hoch. Okay, warum ist das jetzt hier nicht da, wo es hingehört? Das gehört ja auch da rein. Noch mehr Zeug. Das gehört auch da rein.
Okay. Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich eher Wares. Amulet of the Absolute, ist aber auch nichts. Priestess Telekinesis, ja. Naja. Gut, das war's dann erstmal. Bis dann.